Stell dir vor, du kämpfst dich einen Berg nach oben. Dein Puls rast. Aber nicht deine Beine entscheiden, wie anstrengend es wird, sondern eine physikalische Größe. Und wie groß ist die Energie, die du für den Aufstieg auf den Berg benötigst? Kannst du die Energie aus einem kleinen Snack gewinnen oder brauchst du schon mehr dafür? Mithilfe der Physik können wir genau diese Fragen in diesem Video beantworten. Viel Spaß! Hallo zusammen, in dem Video besprechen wir eine Aufgabe zur physikalischen Leistung, wo auch die potenzielle Energie bzw. die Lageenergie eine Rolle spielt. Und zwar ganz konkret geht es um einen Bergwanderer, der den Herzogstand, also einen Berg im Süden Bayerns, nach oben wandert. Der Berg ist 1730 Meter hoch und er startet am Walchensee, der 830 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Wenn der Wanderer jetzt 3 Stunden für den Aufstieg benötigt und er zusammen mit seiner Ausrüstung 70 Kilogramm wiegt, können wir uns in der Physik die Frage stellen, wie groß ist die durchschnittliche physikalische Leistung, die er für den Aufstieg erbringen musste. Pausiere gerne das Video und versuch, die Aufgabe selber zu lösen. Wenn du teilweise Schwierigkeiten hast oder nicht weiterkommst, kannst du ja Schritt für Schritt das Video weiterschauen, bis du eine Idee hast und dann von dort an die Aufgabe wieder selber weiterlösen. Wenn du jetzt gar keine Ahnung hast, wie du an die Aufgabe rangehst, es gibt so ein allgemeines Vorgehen, das eigentlich immer gilt. Und zwar als erstes kannst du den Text durchlesen und die gegebenen und gesuchten Größen markieren und rausschreiben. Beim Rausschreiben am besten gleich darauf achten, dass du das Formelsymbol mitbenutzt und die Einheit richtig angibst. Also zum Beispiel Stunden werden in der Physik nicht ausgeschrieben als Stunden, sondern mit einem kleinen h abgekürzt. Als nächstes macht es Sinn, die gegebenen Größen in die richtige Einheit umzurechnen, sodass du dann nachher auch Formeln benutzen kannst. Das heißt SI-Einheiten und abgeleitete Einheiten davon. Du kannst aber auch zuerst den nächsten Schritt machen, nämlich alle möglichen Formeln aufschreiben, die irgendwie mit den gegebenen und den gesuchten Größen zusammenhängen. Vielleicht weißt du schon, welche Formel bei der Aufgabe benutzt werden muss. Dann musst du natürlich nicht alle aufschreiben, die du kennst, aber es ist immer ein guter Hinweis, einfach mal aufschreiben, welche Formeln so gelten und dann nachher zu überlegen, welche machen in der Aufgabe Sinn. Wenn du die Formeln dann alle rausgeschrieben hast, kannst du im Prinzip drauf losrechnen. Das heißt, oft muss man die Formeln nochmal umstellen oder mehrere Formeln ineinander einsetzen oder sich überlegen, welche Formeln man zuerst benutzt. Und da schreibt man immer die gesuchte Größe nach vorne, dann die Formel, dann in die Formel die eingesetzten Größen und letztendlich dann das Ergebnis mit der richtigen Einheit. Die Einheit muss man sich dann auch manchmal noch separat überlegen, welche da immer rauskommt. Wenn du das gemacht hast, kannst du dein Ergebnis unterstreichen und einen Antwortsatz schreiben. Ich würde dir auch empfehlen, dass du immer nochmal überlegst, ob diese Größe, die da rauskommt, Sinn ergibt, also ob die plausibel ist von der Größenordnung her. Okay, let's go. So, dann starten wir mal mit der Aufgabe. Und zwar schauen wir uns an, welche Größen denn gegeben sind. Und da sehen wir, naja, die Masse von 70,0 Kilogramm ist gegeben, schreiben wir also raus. Und wir haben hier 2 Höhenangaben, nämlich 830 Meter und 1730 Meter. Da steht jetzt schon kein Formelsymbol dabei. Die Höhe kürzen wir aber meistens mit einem kleinen h ab. Und weil wir mehrere haben, schreiben wir H0 und H1, weil wir quasi einmal zum Zeitpunkt 0 bei 830 Höhenmetern sind und zum nächsten Zeitpunkt, der eine Rolle spielt, also H1 bei 1730 Höhenmetern. Wenn wir jetzt noch die Aufgabe weiterlesen, dann sehen wir, dass noch 3 Stunden gegeben ist und da können wir hinschreiben, Delta T ist gleich 3 Stunden. Delta, weil es handelt sich um eine Zeitspanne und nicht um einen einzelnen Zeitpunkt. Und deswegen haben wir immer dieses Delta dann davor. Als nächstes können wir uns überlegen, naja, welche Größen sind denn gesucht? Und da ist ganz konkret gefragt,
nach der physikalischen Leistung. Die kürzen wir in der Physik mit einem großen P ab, kommt vom Englischen für Power. Bevor wir jetzt richtig loslegen, müssen wir erstmal alle Formeln aufschreiben und da haben wir die allgemeine Formel für die Leistung P ist gleich Delta E durch Delta T. Heißt, die umgewandelte Energie pro dafür benötigte Zeitspanne. Und die Formel macht auch total Sinn, wenn wir uns nämlich überlegen, je größer die Energie, die wir umwandeln in einer gewissen Zeitspanne, desto größer ist die Leistung. Deswegen steht die Energie im Zähler und die Zeit steht im Nenner vom Bruch, also unten, weil wir sagen können, naja, je kürzer die Zeit, also je kleiner die Zeit, desto größer die Leistung, wenn die Energie gleich bleibt. Und naja, wenn die Zeit kleiner wird, wird der Wert von dem Bruch größer und deswegen auch der Wert für die Leistung größer. Macht also auch total Sinn. Jetzt haben wir die Zeit schon gegeben. Die können wir aber so noch nicht direkt einsetzen, weil wir wollen in der Physik immer die Sekunden bei den Zeiteingaben. Das heißt, wir können die 3 Stunden mal umrechnen und können sagen, naja, eine Stunde sind 60 Minuten, das heißt 3 mal 60 Minuten und jede Minute sind wieder 60 Sekunden. Das heißt, 60 mal 60 sind 3600. Das heißt, wir haben 3 mal 3600 Sekunden. Und wenn wir das einfach ausrechnen, dann kommt 10.800 Sekunden raus. Das ist also die Zeit, die wir nachher in die Formel einsetzen können. Jetzt haben wir aber noch das Delta E in dieser Formel stehen. Und das ist gar nirgends im Text gegeben. Wir wissen aber, E steht für die Energie. Und wenn wir uns den Text genau anschauen und logisch drüber nachdenken, dann ergibt ja eigentlich nur die Lageenergie, also Höhenenergie oder auch potenzielle Energie genannt, in diesem Zusammenhang Sinn. Weil da wird quasi Energie in Höhenenergie umgewandelt und da kennen wir auch eine Formel, nämlich Delta E ist gleich m mal g mal Delta H. M ist super, weil die Masse von 70 Kilogramm ist schon gegeben und die können wir direkt so in die Formel einsetzen. Das G und das Delta H aber noch nicht. Das Delta H hat irgendwas mit der Höhe zu tun. Und Delta heißt immer Differenz oder Unterschied. Heißt, es geht hier nur um den Höhenunterschied, den der Wanderer zurückgelegt hat. Den können wir einfach berechnen, indem wir die beiden Höhen voneinander abziehen und H1 minus H0 rechnen, also 1730 Meter minus 830 Meter. Und so kommen wir auf 900 Meter. Gut, jetzt haben wir die Masse, also m, und den Höhenunterschied, also Delta H, gegeben und können das einsetzen. Jetzt haben wir aber wieder eine neue Größe, die wir noch nicht gegeben haben, nämlich das G. Und das G ist der Ortsfaktor, der beträgt auf der Erde und vor allem in Mitteleuropa ungefähr 9,81 Joule pro Kilogramm mal Meter. Man kennt ihn auch als 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat. Das spielt aber keine Rolle, wie wir das hier angeben, weil Joule pro Kilogramm mal Meter lässt sich umrechnen in Meter pro Sekunde im Quadrat. Wir nehmen jetzt einfach mal Joule pro Kilogramm mal Meter und setzen alle 3 Größen in die Formel ein und berechnen das Ganze. Dann kommen wir auf einen Wert von 618.000. So, das ist also die Energie. Jetzt müssen wir uns noch kurz überlegen, welche Einheit rauskommt. Und wenn wir uns die Einheiten hier anschauen, dann sehen wir, Kilogramm und Meter kürzen sich jeweils raus und es bleibt noch Joule stehen. Und es passt auch, weil Joule ist die Einheit von der Energie. Das ist jetzt gerundet, das passt aber so und man könnte auch sagen, das sind 618 Kilojoule, 618.000 Joule. Das ist im Übrigen ungefähr die Energie von einer Banane oder die in einer Banane drin steckt, wenn wir die essen würden. Wir haben jetzt also die Energie und die Zeit und können beide Werte in die Formel von der Leistung einsetzen. Teilen wir also 618.000 Joule durch 10.800 Sekunden, erhalten wir einen Wert von 57,2 ungefähr und müssen uns auch hier die Frage stellen,
In welcher, nächste Frage, physikalischen Einheit wird für gewöhnlich die Leistung angegeben? Physikalische Einheit für Leistung. Und da gibt's die Einheit Joule pro Sekunde beziehungsweise Watt. Weil die Leistung sowas Zentrales ist, bekommt die eine eigene Einheit. Und die Einheit ist Watt und wird mit einem großen W abgekürzt. Also ich habe Watt geschrieben. Watt. Watt. Watt hast du geschrieben? Watt. Watt. Wird Watt so geschrieben? Watt wird so geschrieben, ja, Watt. Watt. Von Wattenmeer. Oder was willst du denn? Da. Was ist los mit dir? Ich Ja? sag mal, das ist richtig. Oh ne. Was? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Wir überlegen uns kurz, macht dieses Ergebnis Sinn? Der Wert, wenn ihr Vergleichswerte habt, könnte auf jeden Fall sinnvoll sein für jemand, der 70 Kilogramm schwer ist und in 3 Stunden 900 Meter hochwandert. Und dann können wir einen Antwortsatz formulieren. Der Wanderer erbringt eine durchschnittliche Leistung von P gleich 57,2 Watt. Um also eine Wanderung mit 900 Höhenmetern zu schaffen, brauchst du nur 1 bis 2 Bananen an Energie. Dabei spielt es übrigens im physikalischen Idealfall gar keine Rolle, wie schnell du den Berg hochgewandert bist. Rechnet man die 618 Kilojoule um, erhält man 148 Kilokalorien. Also eigentlich gar nicht so viel. Das ist aber auch nur die Energie, die in reine Höhenenergie umgewandelt wird und auch nur dann, wenn wir keinerlei Energieentwertung, wie zum Beispiel durch Wärmeverluste oder Ähnliches haben. In Wirklichkeit arbeitet unser Körper aber nicht zu 100% effizient. Und wir benötigen sogar Energie, um auf einer Ebene, also ohne Höhenmeter, zu gehen. Der tatsächliche Bedarf an Energie ist also wahrscheinlich 2 bis 3 Mal so groß. Es bedeutet auch, dass du mehr als 1 bis 2 Bananen an Energie verbrennst bzw. benötigst. Die Leistung von 57 Watt, die der Wanderer erbracht hat, entspricht ungefähr der Leistung einer alten 60 Watt Glühbirne oder der Leistung, mit der dein Laptop oder dein E-Bike geladen wird. Der Wanderer hätte also mit seiner Leistung physikalisch gesehen auch einen Laptop laden können. Wobei sein Körper aufgrund der geringeren Effizienz tatsächlich auch eine größere Leistung aufbringen musste. Mich würde es jetzt mal interessieren, welche Wanderungen ihr schon so gemacht habt und wie viel Energie ihr dabei umgewandelt habt, beziehungsweise welche Leistung ihr vielleicht sogar auch schon über einen längeren Zeitraum erbracht habt. Schreibt's gerne zusammen mit euren Fragen unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.